Warte mal. Kann ich das sehen? Da kommt die ganze hin, ne? Ja, genau. Da. Genau, so. Mal kurz wegfahren lassen, die Fähre. Tschüss! Hamburg Hafen Live auf YouTube. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen hier bei Hamburg Hafen Live vom Bubendeiufer. Hey, wir haben bestes Wetter. Den ganzen Tag über hat es wieder geregnet wie aus Eimern. Und ja, heute Abend erwarten uns mal ein paar, ja, ich will nicht sagen besondere Schiffe, aber ein bisschen was anderes. Die Malacca Highway, die ist jetzt jeden Moment da. Ein kleiner Autotransporter, 130, 140 Meter Länge. Und dahinter kommen noch 2 Bulker. Und ja, irgendwas geht auch noch raus. Eigentlich sollte es ja heute Vormittag einen Stream geben von der Cap San Diego. Ja, es ist leider organisatorisch voll in die Hose gegangen. Man war nicht so richtig vorbereitet auf uns. Das Problem war, als wir kamen, passierte dann nicht so richtig was. Wir hätten dann noch irgendwie über 2 Stunden warten müssen, weil die schon ganz, ganz viele Vorbereitungen morgens um 8 gemacht hatten. Wir hätten dann warten müssen bis 12:30, 13 Uhr, da wäre wieder was passiert. Da war ich dann schlecht informiert und ja, es hat dann zeitlich alles irgendwie nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir lassen das jetzt, das ist irgendwie Quatsch. Wir gehen das noch mal irgendwann generalstabsmäßig an. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Kontakte von den Maschinenjungs und ja, irgendwann machen wir das noch mal richtig, dass wir dann auch zeitlich besser vorbereitet sind, dass die dann einfach wissen, wann wir kommen und dass dann auch jemand da ist, der uns erwartet und wir da nicht stehen wie die ja, bestellten und nicht abgeholten Leichtmatrosen. Umso mehr freue ich mich, dass das heute Abend noch ein bisschen geklappt hat. So, wir schauen mal, was wir hier auf der Kamera haben. Der Martin ist heute wieder dabei, der ist ja öfter hier am Bubendeiufer und Martin hat gesagt, er hat mal Bock, so ein bisschen mit der Kamera zu spielen, was natürlich für mich ganz gut ist, weil ich dann in Ruhe ein bisschen Drohne fliegen kann. Die werde ich jetzt auch schon mal vorbereiten, die Lütte hier, denn die Malacca Highway ist quasi schon in Sichtweite. Man sieht sie schon, ne? Will ich mal schauen, ob der ganze Kabelkram hier funktioniert. Ja, einige fragen, Paddy verletzt. Ja, ich war beim Hautarzt und die haben da so eine Stelle entdeckt und haben gesagt, komm, wäre ganz schön, wenn wir das Ding rausschneiden. Aber ich habe das Gefühl, dass die mehr... Also es sieht schlimmer aus, als es ist. Ne? Das ist so eine kleine Stelle, das haben sie dann mit 1 oder 2 Stichen genäht. Und dann haben sie da natürlich irgendwie ein Pflaster drauf gemacht, was aussieht, als ob sie mir die halbe Wange rausgeschnitten haben. Von daher alles halb so wild. Bei dem letzten Stream in Harburg, da war das sah es noch dramatischer aus. So, was funktioniert denn hier jetzt wieder nicht? Da haben wir so das. Ach, guck mal, HDMI out und in habe ich verwechselt. Das erklärt natürlich ein bisschen was. Ah ja, jetzt. So. Dann kann ich, glaube ich, schon mal in die Luft gehen. So, ich muss jetzt mal gucken, haben wir ein Bild von der Drohne? Haben wir ein Bild, ja. Haben wir, ne? Ja, haben wir ein Bild. Ja. Dann
Sportboot. Wie schnell. Ja, ne? Die Malacca Highway ist ganz flott unterwegs. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Du kannst auch gleich, Mal umschalten, weil es eine Fähre. genau, dann kannst du auf die 3 gehen. Ja. Und wie gesagt, du kannst jetzt hier, damit wir da einfach ein bisschen besser gucken können. Die Altona. Ach, ich glaube, der Halunderjet kommt im Hintergrund auch. Kann das sein? Dieser kleine Punkt. Das sieht so aus. Das sieht so aus, ja. Mann, ist sie schnell. Die hat ja echt einen Zahn drauf. Da sind auch einige Jungs vorne auf der Back am Vorbereiten. Hast du? Ich hab die, ja. Ja. So weit winkt die Minuten. So, ich habe es ja auch wieder. Kannst du auf die 3. Ich glaub, Moment. Ah, jetzt passt es aber vom Licht besser. Also in die Richtung ist gerade deutlich angenehmer zu filmen, ne? Ich sehe hier gerade die Frage, was lädt so ein Schiff für Güter? Autos. Es ist ein sogenanntes Roro-Schiff, Roll-on, Roll-off. Man sieht hinten auch gerade auf dem Drohnenbild die Rampe, die dann runtergelassen wird, und über die Rampe werden die Autos dann rauf bzw. runtergefahren. So. Kannst ruhig auf deine Kamera mal zwischendurch gehen. Also heute Kamerakind Martin mit am Start. Martin ist ganz oft hier am Bubendeiufer und hat gesagt, Mensch, ich kann ruhig mal ab und zu die Kamera ein bisschen machen, wenn ich Drohne fliege. Das ist dann sehr, sehr hilfreich. Der Hetzer ist schon ein Jahr auf Twitch dabei. Ich danke dir vielmals. Volker ist seit 17 Monaten dabei. Moin zusammen, schöne Grüße aus Südtirol. Herzlichen Dank für 17 Monate. Und Harald, jetzt Hamburg, meine Perle. Mensch, Harald, danke, danke, danke. Und ich glaube, Leute, wir haben ein Geburtstagskind heute, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Unser Sattelschlepper Andi. Oh, ich muss mal das Handy, über das ich die... damit ich gleich auch ein Geburtstagshorn abspielen kann. Bin ich gerade gar nicht drauf vorbereitet. Da ist es.
Andi, auf jeden Fall einen herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ganz, ganz liebe Grüße. Happy Birthday. Lauf nicht hier rum. Wo ist er? Hast du ihn, den Halunda Jet? Also hier geht gerade erstmal ein Schlepper an die Malakka Highway. Dann warten wir noch einen Moment. Ne? Ja. Krass, wie schnell die weg ist, ne? Ja. Macht überhaupt keinen Sinn, da hinterher zu fliegen. Bin ich ruckzuck out of range. So, hast du den Halunda? So. Dann geh mal ruhig drauf. Ja. Kann ich die Drohne nämlich umpositionieren. Das war der alle wirklich so eilig. Ne? Die wollen alle in Feierabend. Mensch, ich hatte mir zu der Malakka Highway extra noch Notizen gemacht, bin ich gar nicht zugekommen, die hier rauszuhauen. So, Drohne ist auch klar. Kannst du auch drauf gehen, wenn du willst. Schöne Welle zieht er hinter sich her, der Halunda Jet. Kannst noch mal Drohne? Ach schön, jetzt haben wir die Malakka im Hintergrund mit Elfi, mit dem Halunda Jet. Tolles Bild. Nochmal ein schönes, freundliches Hallo an alle, die jetzt dazugekommen sind. Das ist hier wieder mal holter die Polter losgegangen. Die Malakka Highway hatte ich ehrlich gesagt nicht so schnell erwartet. Und dann noch der Halunda Jet, aber egal.
macht ja auch Spaß, also wenn Action ist. Fühlt man sich so ein bisschen wie auf dem Flughafen. Dann haben wir gleich die Patricia Oldendorf und die irgendwas mit A. Alba oder Alba, glaube ich, irgendwie so in der Art. So, ich glaube, du kannst sie jetzt übernehmen, weil jetzt kannst du mit der Kamera deutlich mehr reißen. Na? Dann kann ich nämlich die Drohne mal gerade wieder landen. Dann kann ich mich mal ein bisschen um den Chat kümmern. Achtung, kommt rein. Oh, genau in der Sonne. Super. So, perfekt. So, ich kann ein bisschen übernehmen, dann kann ich auch etwas Chat gucken. Okay. Mal schön mit 11 Minuten. Ja, super. Oh, hier ist ja schon wieder richtig was los. Petra lässt 5 Euro da. Petra, danke schön. Dann oh Moment, ich muss einmal neu laden hier. Einmal neu laden. Dann der Postbüdel 71 lässt im 5. Monat sein Prime-Sub da auf Twitch. Dankeschön. Unser Geburtstagskind lässt 10 Schweizer Franken da. Andi, ganz lieben Dank und nochmal fetten Glückwunsch. D. Badberg ist dann auch auf Twitch im 9. Monat dabei. Die Bande aus Wasserburg mit 2 Euro. Moin, ihr Lieben. Hansi verlängert seine Fischmarkt-Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. 2,49 haut Hansi auch noch mal raus. Mit lieben Grüßen von Familie Seehund. Kalle Blom von Voss. 20 Monate. Schön ruhiges Wasser heute. Ja, in der Tat. Leute, es ist ein Wetter hier. Es ist wirklich, also es ist so schön. Das ist so ein toller Abend. Morgen soll ja richtig warm werden. Ralf H. 10 Monate auf dem Fischmarkt. Mit lieben Grüßen aus Dresden von der Elbe an die Elbe. Seren, Seren, mein lieber Mensch, danke dir. Schon wieder 5 verschenkte Mitgliedschaften. Dann haben wir D. Badberg, nochmal mit 100 Bits. Spotify verlängert das Sub auf Twitch, ist 3 Monate dabei. Maha Katz, 2 Monate Fischmarkt, auch aus Dresden. Und der Ritter der Bockwurst, 5 Euro Superchat. Eine Bockwurst geht immer, ja, in der Tat, in der Tat. Und Leon auch nochmal 2 Euro Superchat mit dem Dank für die tollen Bilder vom Bubendei-Ufer. Herzlichen Dank. So, ich gehe mal hier so ein bisschen an die Kamera, dann, weil ich habe hier nämlich den Chat noch. Wenn ich dann Drohne fliege, kann ich dann gleich wieder übernehmen. Ein schönes Bild, ne? Ja. Mausbär fragt, wie es mir nach dem Eingriff geht. Du, also ganz ehrlich, das sieht alles wilder aus, als es ist. Ne? Das wird betäubt, das piekst ein bisschen in der Wange. Also es ist alles, ich habe da nichts von gemerkt. Ne? Das Einzige ist, du hast natürlich noch ein paar Stunden anschließend von der Betäubung was. Dann hängt dein Gesicht so ein bisschen. Ne? Also, das war echt, hier mein Auge. Das Auge hing so runter und dann hier die Wange. Da hatte ich Hunger, wollte ich was essen, habe ich gemerkt, ich wollte einen Joghurt essen und fing dann an zu sabbern. Lief mir der Joghurt aus dem rechten Mundwinkel raus. Da habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir mal zwei Stunden Diät hier. Sonst muss ich noch aus der Schnabeltasse irgendwie. Und was für ein Piercing ist es geworden? Ja, genau. Jesse, danke dir für 2 Euro Superchat. Vielen, vielen Dank dafür. Harald verschenkt auch noch mal 5 Mitgliedschaften. Harald, ein dickes Dankeschön an dich. Und Johnny Mac, 12 Monate auf der Reeperbahn, einjähriges. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, ich will noch mal gucken. Ich hatte zu der Malakka Highway doch ein bisschen was rausgesucht. Jetzt will ich mal schauen, ob ich diese Notizen auch gleich finde. So, wo ist sie denn? Ach, die Alba ist das andere Schiff. Also, die Malakka Highway, die wir vorhin gesehen haben, da nochmal ein kleiner Nachtrag. Die hat eine Fahrzeugkapazität von 1811 CEU, Car Equivalent Unit. Und eine Länge von 103
139 Metern, Baujahr 2001, fährt unter der Flagge von Panama und wurde in Uzuki, Japan gebaut. Der Mutterkonzern ist Kawasaki Kisen Kaisha Limited, die K-Line. KES ist die europäische Tochtergesellschaft, die für den europäischen Markt zuständig ist. Das ist die K-Line European Sea Highway Services GmbH mit rechtlichem Sitz in Hamburg, aber operativ in Bremen unterwegs. Also das wollte ich gerne noch nachreichen. Das ging eben beim Fliegen nicht. Future Lady, herzlichen Dank für 200 Bits. Und Helga ist da. Was Flüssiges zur Bockwurst, 10 Euro Superchat. Herzlichen Dank, Helga, meine Liebe. Ja, ich habe es eben schon festgestellt. Ich war ja die ganze Zeit der Meinung, dass am Wochenende der Elbtunnel gesperrt ist. Aber Martin hat mich eben mal aufgeklärt. Es ist gar nicht der Elbtunnel gesperrt, sondern der Schnellsentunnel, also ein nördlicher Teil der A7. Das heißt, ich komme nachher durch den Elbtunnel zurück. Ich hatte nämlich geistig schon das ganze Wochenende auf der Südseite der Elbe abgehakt. Dachte mir, das wird alles nichts. Und habe auch schon gedacht, ich fahre nachher, muss nachher durch die Stadt. Aber ist gar nicht so schlimm. Ja, ja, irgendjemand fragt gerade, was raucht denn da hinten bei der Elfi? Da ist ein Kraftwerk hinter. Je nachdem, wie der Wind steht, sieht das manchmal so aus, als ob die Elfi brennt. Ist jetzt halb so wild, aber also, das hat man auch schon gesehen, dass da richtig fette Rauchschwaden rauskamen. Und da hatte man echt das Gefühl, dass die am Abfackeln ist. So. Ja, als nächstes kommt dann die Patricia Oldendorf, ein schöner Bulker. Und Oldendorf ist, glaube ich, die größte deutsche Bulker-Reederei. Die Patricia Oldendorf ist 2010 gebaut, die da kommt. Warte mal, jetzt habe ich hier nochmal Jetzt habe ich natürlich die Basisdaten wie die Länge, habe ich hier gar nicht. Naja, ist auch egal. Ihr haut das gleich im Chat raus. Ich glaube, die hat 230 Meter Länge oder so. Die Alba, die dahinter kommt, die hat, glaube ich, knapp 300 Meter. Strahlberger fragt, ob ich morgen streame, wenn er auf der AIDA Perla ist. Also ich sag mal ganz vorsichtig, dass das geplant ist. Wir müssen noch ein bisschen gucken. Wir wollten morgen gerne mal wieder so in Richtung Seemannsmission am Cruise Gate in Altona. Ach, guck mal, René kommt auch. Am Cruise Gate in Altona, da ist ein Festival, das Noisy Festival. Also wir müssen wahrscheinlich, wenn, zur Seemannsmission mit der AIDA. Weil ich wäre ganz gerne eigentlich mal wieder aufs Dach gegangen vom Cruise Gate, aber das kannst du, glaube ich, morgen mal komplett knicken. Olaf, ich danke dir für 6 Monate. Liebe Grüße zurück nach Göttingen. René, moin mein Lieber. Nur mal zur Vorwarnung, da läuft ein kleiner Behind-the-Scenes-Stream. Ach, hast du schon gesehen? Ich bin losgefahren. Ach so. Ja. Ja. Schön. Ist wieder ein bisschen Klassentreffen hier. So, ich will mal die Kamera umdrehen. Da hinten kommt irgendwas. Aber was Kleineres erstmal. Malte ist auch da, verabschiedet sich aber schon wieder und braucht eine Mütze Schlaf. Malte, liebe Grüße, mein Lieber. Stefan, 20 Monate, ich danke dir vielmals. In 5 Wochen ist er wieder in Hamburg. Und Ralf Quadflieg jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Beziehungsweise 1 Monat dabei, feiert jetzt den 1. Leon verschenkt noch 5 Mitgliedschaften und Tjag ist jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Die Fiona B. ist das. Oh, da kommt die Neuland. Timo schickt auch nochmal 2,49 und fragt nochmal nach dem Cup San Diego Stream. Hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Ja, es gab leider ein bisschen Organisationsprobleme heute.
Die Crew auf der Cap San Diego war nicht so ganz darauf vorbereitet. Die hätten jetzt gesagt, ja klar können wir was machen. Aber die wichtigsten Vorbereitungen hatten die eigentlich schon abgeschlossen, als wir kamen. Und wir hätten dann noch mal so 2,5 Stunden warten müssen, bis da wieder wirklich was passiert wäre. Das hätte uns dann zeitlich wieder nicht gepasst. Und jetzt habe ich mir aber noch mal ein paar Kontakte von den Crews da geholt und habe gesagt, komm, wir gehen das noch mal ein bisschen geordneter an das Thema und versuchen das dann ein anderes Mal, wenn sie fährt, dass wir da einen Stream machen. So war das etwas unglücklich. Oh, das rattert hier schon wieder. Timo, danke natürlich für die 2,49. Gary for Web ist jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Willkommen an Bord. Dann haben wir die Doreen, die feiert 16 Monate und sagt, bin immer noch begeistert von den Streams. Liebe Grüße aus Berlin. Und Seren haut noch mal einen 5er-Pack raus. Herzlichen Dank. Mathis schreibt, die APL legt gerade ab. APL Autotransporter, oder? Ach, das ist ja cool. Die hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Zettel. Dirk schickt 2 Euro und fragt, wo man in Hamburg einslippen kann. Ja, das ist eine gute Frage. Hast du die schon bekommen? Ja. Wahnsinn! Unsere Flagge! Ja! Warte, René, einmal... Nee, warte, das muss ich mit der... Ups, ich muss das mit der anderen Kamera machen. Jetzt kommt die Fähre. Ups. Da ist sie. René hat sie schon, die Hamburg Hafen Live Flagge. Ja, ihr seid echt verrückt, ne? Ihr habt den ganzen Shop leer gekauft. Die grüne ist schon ausverkauft. Ja, ja. Die gelbe gibt es noch, aber ich habe schon nachbestellt. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Also ganz dickes Dankeschön an euch, ihr Lieben. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Grüße zurück. Ja, ich glaube, hier am Bubendalufer kann man die schlecht befestigen. Ich habe sonst so Gummibefestigungen. Der wilde Knutscher schickt 5,99 und schreibt, unterfränkischer Single würde sich über nördliches Geflirte freuen. Na, nördliches Geflirte ist ja so ein bisschen trocken, ne? Nolde ist seit 3 Monaten auf Twitch dabei. Danke, danke, danke. Und Anker Bengel feiert auch 5-monatiges. Schön, dass du schon so lange dabei bist, lieber Anker Bengel. Dann haben wir noch den Jürgen Fretter mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Und hier ist noch ein paar Mal die Frage gerade aufgepoppt, was denn mit Deck 7 ist. Hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist natürlich nicht jeder bei jedem Stream dabei. Deck 7 haben wir wieder gekündigt, ganz einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Wir haben es zu wenig genutzt an dem Standort. Gerade jetzt zum Sommer hin bin ich sehr, sehr viel hier am Bubendalufer und auch an anderen Standorten wie Elbstrand und Ähnlichem und dafür einfach viel zu wenig genutzt und dafür war es einfach zu teuer. Das ist die ganz einfache Erklärung. Anja ist auch seit 16 Monaten dabei und will noch eine Flagge ordern. Ja, also falls ihr die grüne haben wollt, die könnt ihr weiter bestellen, aber es wird ein bisschen Lieferzeit haben. Ne? Ich habe das auch in den Shop reingeschrieben. Leider sind wir da, oder habe ich mich da ein bisschen verschätzt. Ich war da wieder zu konservativ. Bin natürlich total positiv überrascht worden und gestern haben wir den ganzen Tag gepackt. Schwester Hansen, Tanja und ich haben die ganze Zeit gestern Pakete gepackt, wie die Bekloppten. Also ist fast alles gestern rausgegangen. Seren, du verrücktes Huhn. Nochmal ein 5er-Pack. Mensch, danke, danke, mein Lieber. Und der Planespotter lässt seinen Prime-Sub da. Danke.
Southbound fragt, was ist Deck 7? Ja, Deck 7 war so ein Büro, was wir hatten. Gegenüber vom Containerterminal Tollerort. War ganz schön, war eine geile Aussicht, aber es war dann vom Standort halt doch so, dass man da im Prinzip nur Tollerort und Kreuzfahrtschiffe machen kann. Und deshalb haben wir es halt einfach zu wenig benutzt. Und die Lage da, muss man halt sagen, ist halt auch echt 1A-Lage für Hamburg. Das heißt, da lässt er halt auch richtig Scheine liegen. Ne? Und dann, ja, es hat sich einfach nicht gerechnet. Muss man einfach so sagen. APL fährt. Ja, cool. Kommt die APL ja auch gleich da hinten. Ist immer sehr schön, wenn hier vom Bubendei-Ufer dann so ein Autotransporter von da hinten kommt. Hat man lange was von. Sehr lange. Hafenpüppi, 2 Jahre mit uns und nichts bereut. Dankeschön, danke. Ob Schwester Hansen jetzt Führungen in Harburg macht. Müsste sie mal fragen. Fragt sie doch einfach mal. Ja. Schwester Hansen ist ja auch im Chat. Also, natürlich muss ich auch unsere Mods wieder begrüßen, die wieder fleißig hier hinter den Kulissen sind. Sebastian Kolze ist da, Schwester Hansen ist da. Wer ist denn noch da von den Mods? Tanja ist natürlich da und hält von zu Hause die Stellung. Ist denn sonst noch jemand von den Mods da? Glaube nicht. Ich glaube, die Stecherts hatten sich abgemeldet. Die sind am Packen. €5 kommen noch mal per PayPal anonym. Herzlichen Dank. Wieder super Stream mit tollen Bildern. Freuen uns schon auf unseren jährlichen Hamburg-Ausflug. Mit Grüßen aus Neckarsulm in Baden-Württemberg. Dankeschön. 17 Monate auch dabei. Christoph, Dresden Trains. Und er schreibt, die gelbe Flagge ist bestellt. Eventuell brauche ich etwas zum Winken beim Auslaufen der Judith auf Frachtschiffreise. Ach stimmt, du gehst auf Frachtschiffreise. Also da halt uns mal auf dem Laufenden, wann das bei dir losgeht. Ihr seht, wir haben gerade hier krasses Gegenlicht, aber ich habe die Hoffnung, dass wir heute wieder einen ganz tollen Sonnenuntergang bekommen. Kerstin fragt, was mit dem Ausdocken in Papenburg ist. Habe ich auf dem Zettel. 9. August ist vorgemerkt. Habe natürlich die Hoffnung, dass es dabei bleibt. Und habe ich geplant, aber ihr wisst ja, zu viel versprechen will ich immer nicht, aber eigentlich lasse ich mir das ungern entgehen. Ja, und da hinten kommt dann gleich noch eine APL, auch ein Autotransporter. Auf die war ich gar nicht vorbereitet. Ach nee, APL Gwangyang ist aus dem Parkhafen, ist gar kein Autotransporter. APL sind das nicht meistens... ich bin wieder völlig durcheinander. Kommt aus dem Parkhafen. Hey, dann können wir doch noch mal starten, oder? Willst du noch mal Kamera übernehmen? Ja. Die APL kommt aus dem Parkhafen, das ist gar kein Autotransporter. Ich war irgendwie bei einem Autotransporter. Hat APL denn nicht auch Autotransporter? Das weiß ich nicht. Ja. Fragt mich nicht, wenn es um Schiffe geht. Falling Dragon, herzlichen Dank für 5 Schweizer Franken. Dann wird es auch langsam mal Zeit für ein Bügeleisen mit Hamburg Hafen Live-Optik. Ja, das wäre in der Tat eine coole Geschichte. Das wäre eine sehr coole Geschichte. Wir fangen
Ach nee, ich verrate mal nichts. So, dann schaue ich mal, ob ich die APL da entdecken kann. Ein bisschen früher. Oh ja, die kommt da schon. Also wir können schon mal auf die Drohne gehen. Es dauert aber nicht lange, bis du sie siehst. Yogi schickt 2 € Superchat, fragt, kommt noch eine Fahne für den Fahnenmast? Wir wollen noch eine kleinere machen, weil Claudia hatte gefragt. Wir wollen wahrscheinlich noch eine machen, so in 60 x 40. Ja, das ist so der Plan. Stammtischflagge. Ob noch eine große, ja, mit so einem Holzständer, ne? Ob noch eine große kommt mit anderer Besäumung, da muss ich mal schauen. Da schauen wir mal. Henrik, 19 Monate dabei, schreibe ich. Gleich kommt mit der Iglo-Fähre ein wenig Besuch. Da bin ich ja mal gespannt. Mal Überraschung machen. Ja. 19 Monate. Und virtual 5 € dabei. War die Anregung mit Schirm und Co. wurde mir erfolgreich aufgegriffen. Anregung mit Schirm und Co. Ach, mit dem Laden Schirm und Co. Ah ja, jetzt habe ich es kapiert. Ja, genau. Also der Laden ist, der ist echt klasse. Ne? Also Schirm und Co. Wenn man mal einen Schirm braucht in Hamburg und da fachkundliche Beratung braucht. Ja. So, hier ist die Frage, ob der Behind-the-Scenes-Stream schon öffentlich ist. Der Behind-the-Scenes-Stream ist nicht öffentlich. Der ist im Moment für die YouTube-Kanalmitglieder. Leider funktioniert das auf Twitch nicht, weil ich auf Twitch keinen zweiten Stream laufen lassen kann. Und ja, ich kann es ja auch mal ehrlich sagen, unsere Kanalmitglieder und natürlich auch die Abonnenten auf Twitch, das ist so ein bisschen so unser Rückgrat, unsere Lebensversicherung. Ihr unterstützt uns wirklich mega. Das ist monatlich etwas, womit wir ein bisschen planen können. Und ich wollte immer ein kleines Goodie machen für unsere Mitglieder. Ich wollte aber nie jetzt so den Hauptstream, also ich wollte nie irgendwie jetzt so das Hauptprogramm nur für einen eingeschränkten Personenkreis zugänglich machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir so als kleines Extra-Goodie diesen Behind-the-Scenes-Stream. Leider funktioniert das mit Twitch halt nicht, dass ich da einen zweiten Stream laufen lassen kann, den nur die Abonnenten bekommen. Das ist noch ein bisschen doof. Super Felix auf Twitch ist im 2. Monat mit dem Prime Sub dabei. Dankeschön. Und der Brandmeister schließt sich an, auch 2 Monate. Danke. Die Drohne. Gecko verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Eine große Flagge für den Mast am Campingplatz wäre geil. Yogi haut nochmal 2 € raus. Ja, ich muss mal gucken. Also das Problem ist halt, man muss natürlich dann schon ein paar abnehmen, damit man auch diesen Preis bekommt. Theoretisch kann man auch eine einzelne anfertigen lassen, aber dann kostet, glaube ich, eine einzelne Flagge nur in der Herstellung schon 50, 60 €. Das ist preislich total uninteressant. Aber wir tasten uns da mal ran. Stefan, die Petrolflaggen sind nachbestellt. Ich hoffe, dass die vielleicht Ende nächster Woche kommen, sonst übernächste Woche.
Sabine 249 schreibt, Fahne heute angekommen. Sensationell. Ja, danke, danke. Und Seren haut nochmal einen Fünfer raus. Nochmal eine 5er Subbombe. Seren, du bist echt Wahnsinn. Schlepper ist ja schon ab, ja, ne? Der ist weg, ne? Seren wieder falsche Taste, du bist mir echt einer. Also ich glaube, die APL bekommt gleich von hinten, oder wenn wir sie von hinten filmen, bekommt sie sehr schönes Licht. Ach, vom CTA kommt gleich auch noch die Lem Chobang Express. Franz ist mit einem neuen Prime Sub dabei. Franz, ich danke dir vielmals. Mike lässt nochmal 5,99 da und wünscht sich Mr. O. Ja, können wir gleich machen. Ich bin gerade ein bisschen mit Flug beschäftigt, aber kommt. Du hast vorne drauf irgendwie ein paar Leute, ne? Genau, ja, super, geil. Geiles Bild. Sehr cool. Schöne Details. Frank, 18 Monate. Flagge bestellt. Wir warten geduldig. Ich hoffe, es geht schnell. Danke für 18 Monate. Gerhard, danke für 16 Monate. Ein Moin vom Fischkopf aus dem Schwabenland. Dankeschön. Oh Martin, du machst das schon ganz gut mit der Regie. Oh, danke. Ich habe auch viel zugeguckt. Unser Geburtstagskind schickt auch noch mal 5 Schweizer Franken. Eines Tages hat Paddy einen eigenen Sky-Kanal. Ja, da glaube ich noch nicht dran, aber na, schauen wir mal, wo die Reise so hingeht. Erinnere mich an Mr. O. Den darf ich gleich nicht vergessen. Der Käfig für die Leute, die böse sind. Da sind die Winden drin. Die Bedienpulte für die Winden. Also da siehst du so Pulte drin, ne? Ja. Und da werden die Winden drüber bedient.
kein Gefängnis. Nein, es ist eher ein Schutzkäfig, falls da oben was passiert. Der Lotse ist auch dran. Bist du auf der Drohne? Ja. Gut, weil da gerade der Lotse übersteigt. Das wollte ich noch lassen. Ich glaube, hinten auf der Drohne sehen wir auch schon die Patricia Oldendorf. Ja, da musst du die Blende dann zumachen, ne? Hier hast du, ne, weil der ist natürlich jetzt viel zu hell. Das Rädchen hier. Heiner, die Lotsen, die jetzt von Bord gehen, sind die Hafenlotsen. Deshalb so früh. Also Hafenlotsen haben immer hier ungefähr ihren Wechsel. Das ist romantisch. Das ist wirklich schön. Ich mag sowas. Annette Wasner. Annette, meine Liebe, 2 Euro. Danke, danke. Und nochmal 5 Schweizer Franken von meinem Hund und ich für die schönen Bilder. Dankeschön. Jetzt hätte ich noch mal ein Bild mit dem Seemannshöft im Hintergrund. Michaela, wieder so schöne Bilder, 15 Monate. Michaela, danke dir. Timo, 2,49. Hast du schon die NDR-Doku Aubi Jackie gesehen? Nein, das höre ich jetzt ehrlich gesagt das erste Mal. Danke dir für 2,49. Gucke ich mir mal an. Was ist denn das? Worum geht's denn da? So. Ups. Ja, übernimm du mal. Ja, die
ist jetzt eh gleich weit weg. Dann lande ich mal. The Bochumer schickt auch nochmal 5 Euro Superchat. Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Flagge. Versandbestätigung ist da. Herzlichen Dank für eure Bestellung. Danke, danke. Ja, hätte ich nie gedacht, dass so viele Flaggen bestellt werden. Das finde ich natürlich echt mega. Ich bin mal gespannt, wann wir das erste Mal eine an einem Kreuzfahrtschiff sehen. Das wäre natürlich echt cool. Ja, ich glaube, bis morgen, das wird nicht klappen, weil wir die ja gestern erst versendet haben. So. Sollte das überreichen? Oh, das nehme ich gleich. Gib mir mal noch eine Sekunde. So, eine Kiezmische. Genau, von den beiden, die da oben sitzen. Dankeschön. Haben sich aber nicht getraut, deswegen soll ich es überreichen. Wie nicht getraut. Ganz großer Fan, aber hat sich nicht getraut. Prost. Nur keinen Öffner. Ich habe uns die Dose mit auf die Kiezmische. Ach, warte mal, ich habe doch hier so ein... Multiversion. Er ist eigentlich für Einkaufswagen, aber Geht auch. ja. Geh doch mal rauf. Prost. Die Kiezmische. Mega. Guido ist auch seit 6 Monaten dabei. Ganz wichtig, die neuen Fahnen auf links waschen. Ja. Hessenblitz, 10 Euro Superchat mit einem Gude. Danke dir vielmals. Annette verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, Annette. Dann haben wir den Keks mit 13 Monaten. Nee, die Keks ist es ja. Es ist ja die Keks. Ich würde sagen mal der Keks. Ja, Keks ist für mich der Keks. Mit lieben Grüßen nach Baden-Württemberg an die liebe Heike. 13 Monate schon dabei. Dann haben wir René, den Troll. 5 Euro Superchat. Danke für den schönen Stream. Und der Sonnenuntergang ist ja wieder irre. Ja, in der Tat. Andi schickt noch mal 5 Schweizer Franken und fragt, kann ich die Flagge mit Lindkugeln bezahlen? Nein, Andi. Nein. Ich werde zu fett. Bitte keine Lindkugeln mehr. Wir haben den ganzen Keller voll davon. Bitte, es ist super lieb gemeint von euch. Aber bitte keine Lindkugeln mehr. Danke, Andi. Und der Gecko lässt auch noch mal 10 Euro für das tolle Licht da. Herzlichen Dank. Ich glaube, guck mal, von da hinten kommt was. Weil jetzt kommt eh eine Fähre. Aber du kannst einmal auf die Kamera. Jetzt kannst du die Seite wechseln. Und ich muss jetzt einmal kurz hier was nachholen. Ich hatte ja was versprochen. Für Mike. Ah, ja, Prost. Ja, Holger sollen wir einfach 2 Tage im Keller einsperren, dann haben sich die Lindkugeln erledigt. Ulrich Böcker verschenkt auch noch mal 10 Mitgliedschaften. Ulrich, Mensch, danke schön. Danke.
So, jetzt muss ich mal gerade hier an meinem Power Management arbeiten. Ich habe ein USB-Kabel zu wenig mit. Also Notiz an Tanja. Paddy zu Hause erinnern, dass er ein USB-C-Kabel einpacken muss. Die Lem Chabang Express kommt gleich aufs Hausfahrwasser. Müsstest du gleich reinbekommen. Und Eva schickt auch nochmal 5 Schweizer Franken für den Drohnenpiloten. Sag mal, die Schweiz ist heute aber auch wieder stark vertreten hier. Schweiz ist immer mit Versandmist. Wenn wir irgendwas in die Schweiz versenden, du musst dann immer Zoll ausfüllen. Es ist unheimlich teuer, mit DHL in die Schweiz zu versenden. Also echt, sorry, liebe Schweizer. Das ist immer, ja, weil es halt nicht EU ist das immer irgendwie etwas ätzend. Vor allem die Preise, die Versandpreise. Gibt es nicht eine Postbox auf der deutschen Seite? Ja, einige nutzen das, glaube ich. Einige, die so an der, Ja, viele Pendler machen das, ne? ja, einige, die so grenznah wohnen, die haben dann teilweise deutsche Adressen. David schickt nochmal 5,99 für den tollen Sonnenuntergang. Dankeschön. Ja, der ist wirklich klasse. Da kommt auch noch was Kleines, ne? Das ist noch nicht der Bulker. Die können sich die ablösen gleich. Mhm. Nein, die Möwe auf der Flagge muss man nicht füttern. Die ernährt sich von der Flagge. Das heißt, die Flagge zerstört sich irgendwann von selbst. Da muss ich ja schon fast wieder in die Luft gehen, ne? Wenn hier gleich eine Fähre kommt. Hier kommen jetzt so viele Schiffe. Mache ich mal lieber hoch. Ina, auch 2 Schweizer Franken. Wir holen uns die Fahne persönlich ab. Ja, müsst ihr dann nur entsprechend Bescheid sagen vorher. Aber das ist natürlich auch möglich. So, Drohne ist auch wieder startklar. Britta, 22 Monate auf der Reeperbahn. Mit einem Moin nach Hamburg. Sonntag bin ich auch mal wieder da. Und am Montag winke ich mit der Schottland-Flagge von der Luna. Egal ob Stream oder nicht. Gibt ja Schiedwetter. Mit der Schottland-Flagge. Du müsstest auch die Drohne einsetzen können, wenn du möchtest.
Guck mal da, die Lem Chebang Express, die müsstest du jetzt doch ganz gut drauf kriegen, oder? Wo kommt die denn dann? Gut was los auf der Elbe. Bitte. Gehen wir auf die 3. Oh, die Patricia liegt gut im Wasser. Waschbär, Dankeschön. Auch nochmal 5 Euro. Ganz herzlichen Dank. Oh, hier haben wir noch einen Fieder. Noch gar nicht gesehen, wer das ist. Ist das die Elbwater oder so ähnlich? Ich meine, irgendeine irgendwas ist das. Aber die ist natürlich auch gerade schön im Licht. Nee, Heinrich ist das. Heinrich. Zumindest laut Schiffsinfo im Chat. Danke, Sebastian. Auf dich ist Verlass. Immer wenn ich nicht weiter weiß, kommt die Info im Chat. Aber die Sydney wird nur verholt. Komm. Da passiert nichts, ne? Nee, Sebastian schreibt das. Ah, okay. Aber ist das nicht die, von der du vorhin gesprochen hattest? Von 1 auf 5, 6. Fragt jemand, ob Schwester Hansen schon ihr Kunstwerk aufgehangen hat. Ja, das war in der Tat interessant. Heinrich ist auch flott unterwegs. Geht ja. Geh noch mal auf die Drohne, bitte. Etwas verrissen gerade.
Hallo. Okay, geh nochmal auf die Drohne. Ich habe sie gerade frontal. Ach, bist du? Ich bin auf jeden Bist du? Ah, okay. Achso, ich dachte, du wärst auf deiner Kamera. Ich hatte jetzt noch positioniert. Okay. Bitte? Ja, natürlich. Kommt her, machen wir ein Foto. Ich muss dann nur die Drohne aus dem Weg fliegen. Mal Bild suchen hier. So, warte, ich stelle die mal hier an die Seite, dann kann ich hier ein Foto machen. Oh, ist eigentlich auch schön. So. Ja, lass ihn mal. So, kommt mal her, machen wir ein Foto. Ich muss nur die Drohne ein bisschen mit angucken. Hallo. Gerne. Ja? Ja? So, warte mal. Guck mal, wir haben. Hier könnt ihr euch einen aussuchen. Sucht euch mal einen aus. Da haben wir eine Möwe, eine Landratte. Das. Super, danke schön. Bitte schön. Ach, guck mal, hast du vorne drauf den? Geh mal auf deine Kamera und zoom mal vorne ganz nah ran. Vorne, ganz vorne, weiter nach links. Weiter, da steht er. Das ist doch ein schönes Detail. Kannst auch jetzt noch mal auf die Drohne, ich habe die jetzt von oben, die Jungs. Und übernimm mal wieder. Kannst wieder umschalten, wenn du willst. Umstellen. Lem Chebang Express. Ich glaube, um die 10.000 Toi hat sie. Arctic Commander macht auch noch los im Vorhafen. Kleiner Bulker. Das ist natürlich auch schön, dass wir jetzt mit der Drohne hier auch mal das Lotsenversetzen reinbekommen, weil das passiert hier ganz oft auf der Steuerbordseite.
Aber ja, die sind jetzt auch schon wieder weit weg. Die sind schon wieder weit weg. Doch, da kommen sie. Auf den großen Bildschirm sieht man das. Ich sehe es hier schon nicht mehr so gut. Geh noch mal auf die Drohne bitte. Ich glaube, das Bild ist gerade auch ganz cool mit Airbus im Hintergrund. Und eigentlich müssten wir gleich die, da ist sie, die Patricia Oldendorf. Und da hinten sehen wir auch schon im Hintergrund die Alda, der nächste Bulker, der reinkommt. Richtig was los heute auf der Elbe. Wahnsinn! Wahnsinn! Christian Dorn, danke für 5 € für das Team von Hamburg Hafen Live hinter den Kulissen. Weiter so, immer wieder schön zuzuschauen. Ich danke dir vielmals. Hendrik Köster schickt auch nochmal 10 € Superchat. Lustige Grüße von quasi hinter mir. Ah, wer ist Hendrik Köster? Ach, du bist Hendrik. Ach, moin. Dankeschön, danke. Und Eva Hubacher haut auch nochmal 10 Schweizer Franken raus. Mit einem speziellen Dank an die Mods. Das ist ganz lieb, weil ohne unsere Moderatoren wären wir nämlich hier völlig aufgeschmissen. Macht es dir Spaß, die Kamera und die Regie zu machen? Also heute an der Kamera und an der Regie der Martin. Martin ist sehr oft hier am Boomdai-Ufer und hat gesagt, Mensch, ich kann auch ab und zu mal ein bisschen die Kamera bedienen. Dann kann ich mich noch ein bisschen mehr auf die Drohne konzentrieren. Ein Applaus für Martin, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, doppelten Applaus. Ich glaube, du musst mal den Sonnenuntergang gleich mit deiner Kamera zeigen. Ah, aber jetzt kannst du doch, oder? Du bist doch noch bei dir drauf. Obwohl, jetzt kommt die Fähre. Sieht aber auch ganz cool aus. Geht das so mit dem kleinen Bildschirm? Sonst kannst du den wieder auf groß machen. Ne? Also, ich finde das immer etwas schöner. Aber mach, wie du meinst. Habe ich denn das Bild, was du da hast im Blick? Ach so, damit du alles siehst. Alles so. Ja. So. Die fahren wieder. Tschüss!
glaube, jetzt müssen wir aber noch mal gleich den Sonnenuntergang zeigen. Ich hoffe, die ist noch da, die Sonne. Sah so schön aus gerade. Mein Hund und ich schicken auch noch mal 5 Schweizer Franken. Dankeschön, danke. Und Christoph Kuhlmann, 2 Euro Superchat für das super Team. Herzlichen Dank. Der Hessenblitz verschenkt noch 5 Mitgliedschaften. Dankeschön, Dankeschön. Nein, auf dem Radar sieht man die Drohne nicht. Dafür ist sie zu klein. Aber von vorne kommen die Bulker richtig gut, finde ich. Bisschen tiefer vielleicht neigen. Ja, super. Ulrich Böcker, Dankeschön. Haut auch noch mal eine Mitgliedschaft raus. Leute, was ist denn hier wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Tony Roberts, 15 Euros. Behind the scenes on the laptop. Bulka Sunset on TV, excellent. Tony here. Nice to see you. Welcome on board. And thanks for the support.
Michel kommt da im Hintergrund. Oh, Game Planet, gute Besserung. Jau Hotte, das Fazitvideo von Fabian ist endlich online. Ich glaube, heute Morgen hat er das rausgehauen, falls ihr das noch gucken möchtet. Oh, ganz viel Bulka-Liebe. Oh, schönes Bild, Martin. Schönes Detail. Hier ein Sportboot. Jetzt die Leine rüber. Ich hab's auch auf der Drohne sonst. Nee, kannst du, so ist auch gut. Das ist auch gut. Mann, kann man sich ja gar nicht entscheiden. Aber sonst kannst du auch Ja, sehr gut. Ist Arbeit, oder? Ein bisschen. Wo winkt jemand? Ach da! Jau! Hast du?
So, ich glaube, du kannst gerne übernehmen. So, ich lande. Da hinten kommt nämlich gleich der nächste Bulker. Die Alter, die ist noch größer. Alter. Achtung einmal. So, ihr Lieben, hier kommt die Partybarkasse. Die Cremant 2. So, ich muss noch mal in den Chat gucken ein bisschen. 1978, 2,49, super Nahaufnahmebonus. Bitte mehr davon. Ja, diese Nahaufnahmen, die sind mal toll. Also diese Details. Aber ist gar nicht so einfach, da drauf zu bleiben. Ne? Also Martin kommt gerade ein bisschen ins Schwitzen. Es ist dann doch sehr viel gleichzeitig. Ich liebe die auch. Also diese Detailaufnahmen, entweder von den Besatzungsmitgliedern an Bord oder auch wenn die Lotsen übersteigen. Ich finde das immer richtig klasse. Aus St. Peter-Ording, grüßt der Sven, 10 €. Moin Sven, Dankeschön. Und der Whiskyhase schickt eine Anzahlung für ein Abendgetränk zum Entspannen für Schwester Hansen. 10 €, ja danke, danke. Danke. So. Michael schreibt auch, Flagge ist angekommen. Oh, schon angekommen, aber ja gestern erst rausgeschickt. Für die Mein Schiff 1 Hamburg nach New York am 25.08. Sehr cool. Ja, Martin, kurzes Päuschen? Ja. Soll ich mal wieder übernehmen? Aber wir können ja jetzt hier, ja, wir bleiben jetzt hier ein bisschen auf der Alter. So. Was denn? Ich habe die Kiezmische noch gar nicht ausgetrunken, die ich hier eben bekommen habe. Danke, dass du mich erinnerst. Aber Kiezmische muss man auch ächzen. So, schnell mal den Filter wechseln. Das wird nämlich jetzt dunkler. Detailaufnahmen von Möwen im Flug hatten wir. Hast du Möwen gefilmt im Flug? Ja. Wow. Ganz neue Bildqualitäten hier. Ist einem schlecht geworden? Nee, aber es ist
positiv aufgefallen. Christoph Kuhlmann, danke dir. Nochmal 3 Euro. Danke, danke. Ja, Rea, bei den kleinen Flaschen dürfte das kein Problem sein. Das stimmt. Wir haben ja 0,3 hier. Üblicherweise. Ich weiß gar nicht, ob es Kiezmischer als halbe Liter gibt. Nee. Aber 0,3 kann man so einfach wegexen. Einmal kurz durchschnaufen. Nadelkiwi fragt, was ist Kiezmische? Das ist hier Alsterwasser, also Bier mit Zitronensprudel. Oder Radler, sagt man auch in einigen Gegenden gerne dazu. Ja. Jetzt wollte ich mal gerade gucken. Also, was da kommt, ist die Alba. Baujahr 2019. Ich glaube, die hat eine Länge von rund 290 Metern. Ja, Bullcarrier sind ja üblicherweise dazu da, um alles, was man so schütten kann, zu transportieren. Getreide, Kohle, teilweise Metallschrott, Erz und Ähnliches. Und ich glaube, da im Hintergrund, ach guck mal, da trifft gerade die Maersk Guayaquil auf die Lemchem Chumbum. Ach, wen haben wir denn da noch? Ein Schleppi. Ist das vielleicht 95 oder 96? Die 96. Ja, das ist tatsächlich ziemlich warm hier in Hamburg.
Also so 24 Grad, ja nicht ganz. Hier am Wasser sind es eher so 21, 22 Grad. Also heute ist nah an perfektem Wetter heute Abend, oder? T-Shirt-Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt, kaum Wind. Also ich würde sagen, das ist eine 1 plus mit Sternchen und Sahne obendrauf. Da könnten Schrauber Niki und Captain Basti drauf sein auf der 96. Nee, nach Regen sieht das hier überhaupt nicht aus. Die warten auf die Alba. Ja. Ich finde, die könnten noch mal kurz die Fifi-Anlage durchpusten. Ute, danke für 2 € und vielen Dank auch für die Flaggenbestellung. Matthias Klenke schickt auch 5,99 mit einem Dankeschön. Der Dank geht zurück. Danke, Matthias. Danke, danke. Was ich wieder völlig vergessen habe, war Fotos zu machen. René, hast du zufällig ein cooles Foto gemacht, irgendwie vom Bulka oder so? Ich habe nicht ein Foto eben gemacht. Ich brauche noch irgendwie ein Vorschaubild. Das kann ich jetzt nachvollziehen. Oder so hatte ich da irgendwie. Ja, irgendwie sowas in der Art, was ich als Vorschaubild nachher benutzen kann. Oder wir müssen jetzt noch eins machen von der Alba.
mache ich das. Ich kann ja auch mit der Drohne noch eins machen. So, schon mal startklar machen. Ja, der will's wissen. Er möchte gerne hier anlegen. Und jetzt können wir der Fifi-Anlage auch vergessen. Ja, jetzt bitte kein Fifi. Das wäre wäre jetzt nicht so ideal. Schönes Wetter, so warm muss doch nicht. Ja, ja. Ja, schön warm, nicht zu warm. Achtung, ich starte mal kurz, damit ich das schon mal erledigt habe. Ich bin auf der... Ja, habe ich gesehen. Ah, okay. Ich habe das ausprobiert. Jetzt geht's los. Geh mal auf die Drohne bitte. Oh. Jetzt kannst du auch gucken, ob wir auch auf die 2 gehen eventuell. Schleppi Ballett! Danke, Jungs! Oh. Ich muss mal da gerade wegfliegen, weil da eine Fähre kommt. Ja, so passt das. Willst du da wieder hin? So, jetzt kommt die... Also ich muss jetzt unbedingt gleich mal ein Foto machen. Sobald wir auf deiner Kamera wieder drauf sind. Okay. Dann die Fähre mal wieder weg. Ja, ich muss das jetzt einmal machen. Das Bild wird jetzt mal gerade ein bisschen gruselig. Ja, ja, die Farben werden jetzt ein bisschen... Das ist leider jetzt im Fotomodus nicht zu vermeiden. So.
Brüdergruppe. Rendezvous mit Fairplay 96. Aber die gehen, glaube ich, Achtern dran. Die 96. Ich mache noch mal ein Foto. Okay, erledigt. Boah. Ich glaube, ist ganz cool, oder? Die Bilder gerade. Ich glaube, ist echt ganz cool. Puh. Puh. Britta Diedenhofen schickt auch noch mal 5,99. Egal ob Sonne, Wind und Regen, manchmal sogar Schnee. Hamburg Hafen Live ist Spitzenqualität. Super schöne Bilder. Ein riesengroßes Dankeschön.
Britta, ganz, ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Da scheint noch die 95 dran zu gehen. Ach, guck mal, jetzt kann ich ja noch mal in Ruhe Foto machen, wenn du drauf bist. Coole Spiegelung. Okay, ich bin fertig mit Fotos. Ja, und dann kommt auch gleich die Maersk. Schaffen wir das noch, ohne Objektiv zu wechseln? Oh. Ja, bin etwas, etwas beschäftigt. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Also ich fand das klasse. Jetzt auch noch mal mit der 96 jetzt hier das Anspannen. Also hat mir richtig gut gefallen. Danke für eure Geduld. Danke, danke. 1978 ist auch seit 5 Monaten dabei. Ein norddeutsches Lob. Die Bilder sind ganz okay. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ganz okay. Das passt. Bist du bei dir drauf? Ich bin bei mir. Dann hole ich die Drohne jetzt erstmal zurück. Auf jeden Fall zieht er einen Schlepper raus. Achtung! Okay, so, wenn du willst, kann ich dich wieder ablösen. Nein, Martin macht gerne weiter. Ja. Andi, 2 Schweizer Franken. Zu diesem Stream gibt es nur zu sagen, sensationell. Ja, in der Tat, das stimmt. Ich würde sagen, die Maersk nehmen wir noch mit, oder? Maersk Guayaquil. Die dürfte ja auch relativ flott durch sein, weil die zum CTA geht. Hier kommt die Hamburg Gensie, unser A380 auf dem Wasser. Ja, wie voll ist die Sensationellkasse? 337 sind wir mit dem Zähler, also 337 €. Jedes Mal, wenn ich das Wort sage.
Mirko fragt, ob die A7 schon dicht ist. 22 Uhr wollten sie die dicht machen. Boah. Oh. Ja, die fährt noch mit Diesel. Wow. Wow. Das ist auch schön warm. Ja, schön warm. Boah, die Dieselwolke habe ich aber voll abbekommen. Und Jürgen schickt nochmal 2 Euro für das schnellste Funkloch der Blomstraße. Dankeschön. Wo sind wir denn jetzt lichtmäßig? Ja, noch geht's, ne? Noch geht's. Tanja fragt, ob ich das Geburtstagshorn schon gespielt habe. Ja, wir haben doch heute Geburtstagskind Andi, den Sattelschlepper. Da haben wir schon gespielt. Haben wir noch mehr Geburtstagskinder außer unseren Andi? Ich glaube, jetzt können wir gleich mal umschwenken auf die Guayaki. Also, Wie kriegst du das die ganze Zeit Auto mit gar nicht drauf? da kommt sie. Ja, Schwester Hansen, die A7 bei Schnelsen wird gesperrt. Gar nicht die, ich dachte ja, der Elbtunnel wird gesperrt. Der wird gar nicht gesperrt, der Elbtunnel. Das ist der Schnelsentunnel. Also irgendwie, ja, da bei uns in der Gegend dieses überdeckelte Stück. Aber gar nicht der Elbtunnel. Finde ich natürlich gut. Die Maersk Guayaquil, 337 Meter lang, 48 Meter breit. Fährt unter der Flagge von Hongkong. Ist ein geschartertes Maersk-Schiff. Kein eigenes. Schnelsen oder Stellingen-Tunnel, nee, Schnelsentunnel, glaube ich, Jack. Aber guck gerne noch mal nach. Ja, wenn der Elbtunnel gesperrt ist, ist Deutschland am Arsch. Also vor allem jetzt so in der Ferienzeit ist das natürlich mit dem Elbtunnel echt eine Challenge. Stefan, nee, Lühe-Anleger waren wir noch nicht. Dann ist das ja mit der Sperrung gar nicht so dramatisch, wenn das der Schnelsentunnel ist und nicht der Elbtunnel. Ja, Holsteiner Chaussee kommt ja auch nicht. Nach Stadt. Stadteinwärts. Warum komme ich da nicht hin? Weil die Holsteiner Chaussee gesperrt ist. Die Holsteiner Chaussee ist auch gesperrt? Ja, ein Stück, aber schon die ganze Zeit wegen Baustelle. Ist nur einspurig. Ach so, Einspur, Von ja. Eidelstedt. Okay, Norden. okay. Die Autos müssen irgendwo hin.
Ja, Perla ist jetzt Höhe Helgoland. Nein, also auf die Perla warten wir jetzt nicht mehr. Vielleicht machen wir sie morgen beim Auslaufen. Ja, also ihr könnt natürlich gerne warten, alle. Es wird eine schöne, laue Sommernacht. Ulrich, ich danke dir für eine verschenkte Mitgliedschaft. Nein, also vielleicht machen wir es morgen beim Auslaufen. Der haben sie aber einen schönen Schnurrbart vorne gemalt, oder? Sieht fast echt aus, als ob das so ein Schnurrbart wäre. Christian, also die Perla geht ja morgen höchstwahrscheinlich um 17 Uhr raus. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich so 16:30, 16:45. Müssen wir mal gucken, ob es noch ein bisschen Rahmenprogramm gibt vorher oder hinterher, vielleicht auch ein bisschen eher. Aber raus, also wer sich für die Perla interessiert, die, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, geht die um 17 Uhr raus. Aber findet ihr nicht auch, dass das vorne aussieht wie ein Schnurrbart? Über dem Wulstbug? 2 Augen, die Anker, 2 Augen, Schnurrbart, Wulstbug, dann die Nase. Ja, okay, das Gesicht hat keinen Mund. Frankie, 21 Monate. Endlich erwachsen. Ach nee, das wären ja 21 Jahre. Naja, nehmen wir nicht so eng. Jetzt darfst du auch bei uns im Stream Alkohol kaufen, wenn wir in den USA streamen. Ist doch schön, wenn langsam die Lichter wieder angehen. Stream bei Dunkelheit hatten wir schon lange nicht mehr. Aber ich will gar nicht schreien. Kommt früh genug. Also einlaufen wird die Perla höchstwahrscheinlich irgendwann so zwischen 5 und 6 Uhr. Nicht mehr lange, dann kann man die ersten Weihnachtsmänner kaufen. Nee, Jack die Perla kommt direkt rein. Wüsste nicht, warum die noch mal parken sollte. Die wird direkt nach Hamburg reinkommen. Ah, jetzt kommt eine Fähre. Ich wollte das doch mal gerne ohne Drohne wieder machen. Frankie, ich danke dir vielmals. 5,99. Tschüss. Danke, dass du da warst. Danke.
Platti, ich stehe, Bubendai-Ufer. Da krabbelt doch eine Spinne an dem A380 rum. Blinder Passagier. Oh, das passt jetzt aber mal gut vom Timing, oder? Wenn das so immer wäre, bräuchten wir die Drohne gar nicht so oft. Da seht ihr nochmal die Lotsenpforte. Wird gerade das Geländer abgebaut. Achtern ist keiner. Aber das kann auch nicht mehr lange dauern, bis die von einem Schlepper im Empfang genommen werden. Wookie, danke dir für 13 Monate. Morgen sollen 3 Containerschiffe zwischen 17 und 18 Uhr raus. Ja, habe ich gesehen. Werden wir aber höchstwahrscheinlich von der Seemannsmission aus nicht viel von sehen. SafeZone Expert schickt 5 Euro und sagt, er kann immer noch keine Mitgliedschaft kaufen. Superchat geht. Bei Mitgliedschaft wird die Zahlung abgelehnt. Ja. Ach, dieses Zahlungssystem von YouTube. Mensch, Mensch, Mensch. Weißt du, was du mal probieren kannst? Du kannst irgendwie bei deinem Konto da gibt es irgendwo Zahlungseinstellungen. Da kann man irgendwie Zahlungsdaten hinterlegen. Ansonsten, ich habe gehört, dass der YouTube-Support angeblich hilfreich sein soll. Angeblich antworten die auch. Schöne Patina, das Schiff. Da kommen die Schlebbis. Wow, ein Heizergruß vom Schlepper. Ich weiß nicht, ob die da schon irgendwelche KI-Bots beim Support einsetzen bei YouTube. Aber ich hatte auch schon 1-2 Mal Support-Anfragen und das ging eigentlich immer ganz gut. Ja, aber das war doch eine schöne Nummer, oder? Heute Abend. Echt toll. Schöner Action-Stream, so mag ich das.
ordentlich was los. So, und die biegt gleich dann rechts ab. Ja, und da hinten sieht es auch mittlerweile sehr idyllisch aus. Kann ich ja mal heute hier hinstellen. Ich glaube, wir sind durch mit dem Traffic. Ihr Lieben, das war doch ein schöner Stream, oder? Vor allem mit den Bulkern und mit der Kess am Anfang auch mal so ein bisschen Abwechslung drin. Nicht nur immer die 400 Meter Containerschiffe. Also ich muss sagen, die Bulker, ich finde die mal richtig schön. Vor allem auch die, also gerade der Bug. Ja, das ist so schön bullig und auch wenn die dann natürlich beladen sind und ordentlich satt im Wasser liegen. Ich mag das auch dann die Draufsicht mit der Drohne. Ja, und Highlight natürlich Fairplay 96, noch mit einem kleinen 360. Also morgen dann, ja, höchstwahrscheinlich Perla, höchstwahrscheinlich so bei 17 Uhr. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Chat. Ihr konntet euch ein bisschen zurücklehnen, Füße hoch, Bilder genießen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die sehr, sehr großzügige Kanalunterstützung heute wieder auf YouTube und auch auf Twitch. Echt ganz, ganz dickes Dankeschön. Unsere Moderatoren dürfen wir nicht vergessen. Ja, Schwester Hansen war da, Sebastian Kolze war da. War denn noch jemand da? Wen habe ich denn jetzt wieder vergessen? Ach, ich brauche irgendwie so eine Dankesliste. Naja, Tanja war natürlich auch da. Die ist ja eigentlich, also ohne Tanja einen Stream gibt es ja gar nicht. Ich glaube, die kann ich an 2 Fingern abzählen oder so. Also auf jeden Fall, liebe Moderatoren, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen von euch. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns vielleicht morgen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Oh, der Sven hat noch 50 € für einen Feierabend rausgehauen. Sven, Mensch, Digga. Beinahe vergessen hier. Danke, danke, danke. So, jetzt müssen wir aber langsam ausmachen. Wo ist der Ausknopf?